Die gesättigten Fettsäuren gelten immer noch als die Bösen. Fette wie Kokosöl und Butter werden immer noch verteufelt und für Herzerkrankungen, Herzinfarkte oder Schlaganfälle verantwortlich gemacht. Obwohl die gesättigten Fettsäuren an diversen biochemischen Prozessen beteiligt sind, die wichtig für unsere Gesundheit sind. Sie sind zum Beispiel wichtig für unsere Hormonproduktion, für unsere Knochen, für die richtige Funktion unseres Herzens, unserer Lungen, unserer Leber und unseres Immunsystems. Und weiße Blutkörperchen, die im Immunsystem Krankheitserreger oder Krebszellen erkennen und abtöten, die kommen häufig in Kokosöl oder Butter vor. Also das bedeutet, wenn wir mehr gesättigte Fettsäuren zu uns aufnehmen, dann produzieren wir mehr weiße Blutkörperchen und das sorgt dafür, dass halt eben Krebszellen besser erkannt werden können und abgetötet werden können. Not bad, not bad. Zudem sind auf jeden Fall gesättigte Fettsäuren auch wichtig für unser Gehirn, denn Fette sind die besten Energielieferanten für unser Gehirn. Also unser Gehirn arbeitet am besten und funktioniert am besten, wenn es Fette verbrennt. Wow! Also jetzt, da du das gehört hast, fragst du dich bestimmt, ja, warum werden denn die gesättigten Fettsäuren so verteufelt? Und diese Frage werden wir uns jetzt stellen. Also, das liegt einfach daran, dass der Forscher Dr. Ansel Keys zweifelhafte Studien zwischen den 50er bis zu den 70er Jahren veröffentlicht hatte, die gesättigte Fettsäuren dafür verantwortlich machte, dass sie Herzerkrankungen erhöhen. Und dabei verglich er in seiner 7-Länder-Studie den Fettverbrauch, den Cholesterinspiegel und die Herzinfarkte in 7 Ländern in Europa und fand dabei heraus, dass je mehr gesättigte Fettsäuren konsumiert wurden, desto mehr hat sich der Cholesterinspiegel und die Herzinfarkte erhöht. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen für die pflanzenölherstellende und lebensmittelverarbeitende Industrie, die auf jeden Fall durch die mediale Aufmerksamkeit von Dr. Ansel Keys zu dieser Zeit sehr profitiert haben. Und sie stützten sogar hinter den Kulissen die These von Dr. Ansel Keys auf, dass halt eben gesättigte Fettsäuren schädlich für unsere Gesundheit sind, dass sie Herzerkrankungen erhöhen können und so weiter. Genau. Aber tatsächlich hat Dr. Ansel Keys in seiner 7-Länder-Studie 6 Länder ausgelassen bzw. vernachlässigt in seiner Studie, die er selber bereist hatte, wie zum Beispiel Deutschland, Finnland und Schweden, die sich auch sehr reich an gesättigten Fettsäuren ernährten, aber seltener Herzinfarkte bekamen. Nein, doch. Und es hat irgendwie nicht in das Bild von der Studie gepasst, die quasi Dr. Ansel Keys damit zeigen wollte, also der Menschheit zeigen wollte, dass die gesättigten Fettsäuren ja so schädlich für uns sind. Das gibt eine Anzeige. Und dies ließ allerdings nicht die Pflanzenindustrie abschrecken, denn sie verkaufte trotzdem ihre Produkte, wie zum Beispiel Margarine, wie die ganzen Pflanzenöle, wie Rapsöl oder Sonnenblumenöl, an die Menschen. Aber das stellte sich letzten Endes fatal für die Menschen heraus, denn die Pflanzenöle waren letzten Endes gesundheitsschädlicher als gesättigte Fettsäuren. Und das belegen beispielsweise mehrere Studien, wie zum Beispiel die Multiple Risk Factor Intervention Trial Studie, oder zahlreiche Studien an traditionellen Bevölkerungsgruppen, wo dann quasi gezeigt wurde, dass halt die Menschen, die sich übermäßig an mehrfach ungesättigten Fettsäuren ernährten, eine Zunahme an Krebs, Herzerkrankungen, Beschädigung der Leber, der Fortpflanzungsorgane und eine Dysfunktion ihres Immunsystems bekamen. Und das liegt einfach daran, wenn man beim Kochen die mehrfach ungesättigten Fettsäuren stark erhitzt, dann oxidieren sie und werden ranzig. Und ranzige Öle sind gekennzeichnet durch freie Radikale, also Verbindungen, die extrem chemisch reaktiv sind, die unseren Zellmembran und unsere roten Blutkörperchen angreifen und dafür sorgen, dass halt letzten Endes unsere DNA-Stränge beschädigt werden oder Mutationen im Gewebe, in der Haut oder in den Blutgefäßen stattfinden können. Shit just got real. Und die Schädigung der Haut durch freie Radikale kann zu Faltenbildung oder vorzeitigem Altern führen. Und die Schädigung des Gewebes durch freie Radikale kann zur Entwicklung von Tumoren führen. Und Studien und Tests zeigten auf, dass ein Zusammenhang zwischen Krebs, Herzerkrankungen und dem Konsum von Pflanzenölen besteht. Und heutzutage werden einfach immer noch zu viele Pflanzenöle konsumiert und das ist schon auf jeden Fall fatal für uns, weil halt eben die Pflanzenöle sehr reich an Omega-6-Fettsäuren sind und das bringt einfach unser Verhältnis zu Omega-6 zu Omega-3 einfach durcheinander. Und wir haben zum Beispiel heutzutage ein Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 von 20:1, was viel zu viel ist. Denn das sorgt dafür, dass eben Entzündungen in unserem Körper sich erhöhen und das sorgt dafür, dass wir ein erhöhtes Risiko bekommen, um Krebs zu bekommen, Herzerkrankungen zu bekommen, Bluthochdruck zu bekommen, eine Gewichtszunahme zu bekommen oder Blutgerinnsel zu bekommen. No!
No! God, please, no! No! Deswegen sollte man auf jeden Fall Pflanzenöle komplett aus der Ernährung rausstreichen und sie stattdessen mit gesunden Fetten, die sehr reich an Omega-6-Fettsäuren sind, ersetzen, wie zum Beispiel Avocados, Nüssen, Fleisch, Eier oder Fisch. Yeah, boy. Und gesättigte Fettsäuren werden heutzutage immer noch sehr verteufelt, obwohl sie eigentlich unser Immunsystem stärken, unsere Leber schützen, uns vor schädlichen Mikroorganismen im Verdauungstrakt schützen und unser Risiko für Herzerkrankungen senken. Und nichtsdestotrotz, dieses böse Cholesterin, diese bösen gesättigten Fettsäuren, die sind so richtig schlimm. Obwohl eigentlich schon bewiesen wurde, dass es eigentlich nicht stimmt. Und wenn du darüber noch mehr wissen möchtest, über warum gesättigte Fettsäuren gesund sind und warum halt eben mehrfach ungesättigte Fettsäuren ungesund sind, dann kannst du auf jeden Fall ein Video von mir angucken, wo ich da auf jeden Fall mehr ins Detail gegangen bin. Nice. Und um dich noch schnell zu überzeugen, dass halt eben gesättigte Fettsäuren sehr gesund für dich sind, dabei gebe ich dir ein Beispiel, nämlich in Form einer Studie, nämlich der Framingham Heart Studie, wo mehrere Teilnehmer getestet wurden und diese Studie läuft noch bis heute und da wurde getestet, dass die Leute, die sich sehr reich an gesättigten Fettsäuren ernährten, weniger Herzerkrankungen erlitten und einfach gesünder lebten als die Menschen, die sich sehr reich an Pflanzenölen ernährten. Interesting. Gut, das war's jetzt vom Video. Jetzt weißt du auf jeden Fall, dass gesättigte Fettsäuren gesund für dich sind und Pflanzenöle ungesund für dich sind und die du auf jeden Fall aus deiner Ernährung herausstreichen möchtest. Und wenn du dieses Video sehr informativ empfunden hast und es dir auf jeden Fall sehr weitergebracht hat, dann würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn du dieses Video auf jeden Fall likest und mir nicht vergisst zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis dann und bis zum nächsten Video, dein David. Bleib gesund mit mir.